Moin Moin meine Lieben, ich hoffe euch geht's gut. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal, wie ich Samen ansetze und wie ich die vorbereite, was ich genau mache, Samen einsetze, also alles was ich vorbereite, beste Keimraten und sowas, also was meine Erfahrungen sind, womit ich jetzt viel experimentiert habe. Stichwort Wasserstoffperoxid aka H2O2. Ich habe hier 11,9% Wasserstoffperoxid und das wird auf 1 Liter Wasser, ich nehme destilliertes Wasser dafür, ich habe hier destilliertes Wasser, ja, und das habe ich hier schon reingefüllt. 1 Liter, auf 1 Liter kommt 2 Milliliter Wasserstoffperoxid, also eine ganz kleine Menge. Wasserstoffperoxid ist nicht teuer, verlinke ich auch alles in einem Video. Quasi ist es so, es hilft dabei, die Samenschale aufzuweichen, es gibt dem Samen Sauerstoff. Wasserstoffperoxid ist auch gut verbreitet im Hydroponik-System und ich baue ja hydroponisch hauptsächlich an. So, Leute, und zwar hier haben wir unser Wasserstoffperoxid. Wichtig, es ist ätzend, ne? Also seid vorsichtig damit, tragt immer Handschuhe. Wir machen jetzt 2 Milliliter Wasserstoffperoxid in unser destilliertes Wasser. So, man sieht das ganz gut. Hier 2 Milliliter. Machen wir jetzt, geben wir jetzt hier rein. So, und das war's auch schon. So, das ist meine Mischung, mit der ich dann meine Samen aufweiche und auch die ich auch im hydroponischen Bereich nehme. Ne? Also 2 Milliliter auf 1 Liter Wasser. Also ich bloß dafür destilliertes Wasser. Ihr könnt auch Osmosewasser nehmen oder Leitungswasser. Bei Leitungswasser müsst ihr aber darauf achten, dass ihr den pH auf jeden Fall anpasst. Beim Osmosewasser glaube ich auch. Aber ansonsten ist das ganz simpel. So, jetzt können wir den Behälter auch wieder dicht machen. Ganz wichtig, ganz schnell wieder zumachen, weil Wasserstoffperoxid ist verflüchtigend. Also verdampft gerne. Und ihr wollt es natürlich noch behalten und nicht verdampfen. Dementsprechend, so, jetzt haben wir hier unsere Lösung fertig. Dann nehme ich mir hier so ein Einmachglas, kippe da mein bisschen Wasser rein, so, und dann habe ich hier unsere wunderschöne Mandarin Cookies V2, habe ich von Seedsman bekommen. Ja, ist eine Mischung von der Ethos Cookies Nummer 12 und der Mandarin Sunset R1. So, dann nehmen wir uns jetzt hier so einen Samen raus. Hier einen Samen. Schmeißen den einfach ins Wasserglas rein. So, und dann bleibt er jetzt einfach 24 Stunden drin. Und dann sehen wir uns morgen wieder. So Leute, jetzt sind 24 Stunden vergangen. Und wir haben hier unseren Samen. Versuche diesen gerade hier richtig auf die Position zu bekommen, damit ihr den sehen könnt. Hier. Man sieht, er hat sich geöffnet und die Wurzelspitze schaut schon raus. So, und jetzt nehmen wir den Samen quasi und dann packe ich den in die quasi die gleiche Lösung, wo ich den Samen drin gekeimt habe, mache ich jetzt hier in den Quelltopf rein und dann ja, lasse ich den aufweichen und dann packe ich da den Samen rein und packe den Samen in diese Box hier rein. Das ist eine Box, die habe ich mir jetzt gekauft, eine Anzuchtbox. Die hat so, Moment, die hat hier so Eimer drin mit so Fäden, die halt quasi im Wasser unten hängen. Und das Wasser wird dasselbe sein, also auch wieder destilliertes Wasser mit Wasserstoffperoxid versetzt. Mit 2 Milliliter pro Liter Wasser. Und dann ziehen sich die Quelltöpfe quasi immer wieder neues Wasser, wenn sie welches brauchen. Ne? Und da lasse ich quasi die Jungpflanzen drinne vor keimen, bis sie groß genug sind, um umgetopft zu werden ins hydroponische System oder halt auch in Erde. Ne? Weil wir wollen ja einmal das 60 Liter Hydroponik-Experiment machen, eine Pflanze in 60 Liter Fass. Da kommt die Mandarin V2 rein, Mandarin Cookies V2. Dann füllen wir das erstmal so auf hier. Ich habe hier noch meine Liter Wasser, den ich hier angemixt habe. So, dann mit dem mal raus.
packen wir jetzt den Quelltopf hier rein und lassen ihn vollsaugen. Jetzt ist der aufgequollen und ja, wir packen da jetzt unseren Samen rein und dann ist das auch soweit fertig. Wir nehmen jetzt quasi unseren Topf hier, packen hier den Jiffy rein, so, jetzt hier drinne, liegt unten auf und dann zieht er sich quasi über diese Döchte und die Stoffdocht-Dinger, sorry für diesen Ausdruck, Stoffdocht-Dinger, aber er zieht sich auf jeden Fall darüber die Feuchtigkeit, die er braucht, wenn er welche braucht. Und kennt ihr auch von so Töpfen, gibt es ja auch hier diese Untersetzer, die auch so Wasser ansaugen mit Döchten und sowas. Gibt es ja in verschiedenen Variationen. Ja, und das ist, hier ist quasi dasselbe Prinzip. So, dann setzen wir das hier rein, packen den hier hin. So, dann nehmen wir unser Glas mit dem Samen. Hier ist der Samen nochmal. Ich hoffe, man sieht das ganz gut im Detail. Da sieht man auch die Wurzel, die jetzt schon rauskommt. Und dann setzen wir quasi den Samen jetzt da rein. Dazu mache ich ein kleines Loch. Setze den Samen da rein. Und bedecke ihn wieder mit Substrat. Setze hier quasi die Haube drauf und packe das alles zusammen ins Zelt, wo später das 60 Liter Fass rein, also drin steht, es steht schon drin, ich habe es auch schon vorbereitet. Ich habe den Deckel zurechtgeschnitten und habe da noch ein Netztopf reingepackt, wie ihr seht. Na, hier, seht ihr das? Ja, ne, den Deckel muss ich noch sauber machen, aber ansonsten, das wird das eine Pflanze 60 Liter Hydroponik-Projekt. Bin gespannt. So, auf jeden Fall hier haben wir unser 1 Meter x 1 Meter Zelt mit der Mars Hydro FC 3000. Ne, seht ihr ja? Das ist noch die alte Version, die von 2022, glaube ich, oder 2023. Die hat noch den Dimmer integriert. Da brauche ich keinen USB-Stick oder sonst irgendwas, sondern der ist da integriert, ist mit Bluetooth verbunden und mit WLAN. Und ja, also ich finde die Lampe besser als die aktuellen. So mit diesen USB-Stick und so. Das hat man früher auch nicht gebraucht irgendwie, aber ich weiß nicht, warum sie jetzt so geändert haben. Also ich bin damit ganz zufrieden. Na, ich habe ja hier die Mars Hydro FC 3000, das ist die Evo. Ne, das ist die Evo. Mit den Samsung LEDs. Genau, die habe ich mir damals gekauft. Weiß nicht. 2022, 2023 habe ich mir gekauft, ich weiß es nicht, irgendwie um den Dreh. Ja, genau, haben wir unsere Heizmatte, die hat auch ein bisschen die Jahre gesehen. Heizmatten-Thermostat, der ist eingestellt auf 25 Grad. So, jetzt haben wir jetzt nämlich, so, dort haben wir jetzt unser Samen drinne, in der Jiffy drinne, mit dem Wasserstoffperoxid-Gemisch im Brutkasten quasi, mit einer Temperatursonde zum Thermostat hin und genau. Und die ersten 24 Stunden werde ich das Licht auslassen und danach werde ich das Licht immer auf 10%, also auf 10% auf der niedrigsten Stufe anlassen und 18:6 Rhythmus laufen, ne? Bis die Pflanze halt draußen ist. Genau, das ist der Plan. Ich hoffe, wenn ihr Fragen habt, ne, dann stellt sie auch gerne in den Kommentaren, beantwortet sie euch gerne. Teilt das Video, like das Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert das Video. Und alle Artikel, die ihr hier gerade seht, sind alle selbst gekauft. Ne? Also, das von der nächsten gesponsert, das ist alles selbst gekauft. Das ist so mein erstes Setup, was ich hatte.